Letzte Woche bei Survivor. Sonja fällt bei der Immunitätschallenge aus. Derart geschwächt verliert Tarsig. Es geht echt nicht. Ich drehe da drin durch. Ich kann das nicht. Beim Botschaftertreffen lässt Hendrik die Bombe platzen und verrät Jasmins Geheimnis. Weißt du auch, dass sie wählen konnte zwischen Immunität für sich selbst bis zur Zusammenführung und dem Barbecue fürs ganze Team? Jasmin muss schweren Herzens Farbe bekennen. Aber das Team steht überraschenderweise hinter ihr. Wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, nicht anders gemacht. Und deswegen macht ihr da für mich keine Sorgen. Beim letzten Inselrat vor der Teamzusammenführung verliert Team Tarsig ein weiteres Teammitglied. Die nächste Person, die die Insel verlässt, Eva. Wer muss heute die Insel verlassen? Die Teamzusammenführung steht an. Team Gunung und Team Tarsig kommen gemeinsam auf eine neue Insel und werden ein neues Team. Team Tarsig scheint gegen die Übermacht von Gunung kaum eine Chance zu haben. Ich freue mich eigentlich schon die ganzen letzten Tage auf die Teamzusammenführung. Da ist ein neuer Strand, wir sehen neue Leute, beziehungsweise lernen sie endlich mal kennen. Fürchten muss man sich vor denen nicht. Wir sind 7, die sind 4, also im Zweifel, wenn die da irgendwas versuchen oder irgendwie nerven oder wie auch immer, dann fliegen sie halt raus. Also da ist unser Team einfach zu stark im Moment dafür. Wenn wir zusammenhalten in unserem Team, dass wir sehr gute Chancen haben, auch weit zu kommen, als Team erst in erster Linie. Ob wir jetzt dann, wer dann zum Schluss übrig bleibt, sei mal dahingestellt. Aber wir wären schön doof, wenn wir uns jetzt das nehmen lassen, was wir so hart erkämpft haben die ganze Zeit. Ja, ich finde auch, wir sollten das auch sagen wir mal, bis zum Ende optimistisch sehen, dass wir zusammenhalten. Also ich sehe das eigentlich reibungslos. Ne? Wenn es funktioniert als Gruppe, dann sind wir schon die letzten 7, ohne dass wir uns große Gedanken machen müssen. Dann haben wir uns überlegt, dass es für unsere Gruppe clever wäre, die Tarsig-Leute, wenn möglich, als erstes rauszuwählen, weil wir dann als Gruppe schon ein sehr großes Ziel erreicht hätten, nämlich eben die letzten 7 zu sein in dem ganzen Spiel. Und dann eben als Einzelkämpfer noch zu gucken, wie weit kommt man bis zum Schluss. Team Tarsig ist zwar zahlenmäßig unterlegen, besitzt jedoch einen ausgeprägten Teamgeist. Dass die Teamzusammenführung Einzelkampf bedeutet und jeder gegen jeden antritt, scheinen alle zu verdrängen. Ich gehe davon ganz stark aus, dass unser Team weiter bestehen bleibt. Also wenn wir nicht jetzt ganz schnell dezimiert werden, wird uns das wohl bis zum Ende durchretten, dieser Teamgeist. Bei eurer nächsten Challenge werden die Karten neu gemischt. Alte Freundschaften gehen oder werden aufgefrischt. Aber auch neue Bünde entstehen. Was passiert, man weiß es nicht. Für den Start ins neue Leben ist euch nicht viel Zeit gegeben. Nur was im Arm ihr tragen könnt, sei für den Neubeginn gegönnt. Also über die Challenge brauchen wir jetzt nicht bei den Kopf zu bringen, steht sowieso nichts drin. Ja. Packen, 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 also los geht's. Ich freue mich, dass das mit den Teams jetzt vorbei ist und jeder für sich selber kämpfen kann, weil da jeder wirklich immer alles geben muss und wenn nicht, dann kriegt er halt nur alleine die Konsequenz dafür. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Sache und ich freue mich auf jeden Fall darauf. Also Leute, wir sind die letzten Mohikaner. Und wer sind wir? Tarsig! Und wir werden auch weiter Tarsig-Leute bleiben, die sich die Daumen halten, die sich gegenseitig unterstützen und die sich
nur rauswählen, wenn es wirklich notwendig ist. Und ich glaube, diese Geschlossenheit können die anderen nicht aufbringen. Wir haben noch lange nicht gewonnen! Sowohl bei Gunung als auch bei Tarsig fördert die Zusammenführung das Gemeinschaftsgefühl. Wir wählen jetzt erstmal alle aus dem Team Tarsig heraus. Wir sind halt nun mal in der Überzahl von 7:4 Personen. Ich denke, diesen Status haben wir uns auch sehr, sehr hart erarbeitet als Team. Egal wie sehr sich alle an ihren Teamgeist klammern, ab jetzt wird der Wettkampf unerbittlich. In den Challenges kämpft jeder für sich. Die 250.000 Euro rückt in greifbare Nähe und jeder möchte mit einem Koffer voller Geld nach Hause kommen. Die Teamzusammenführung ist eine weitere Belastungsprobe für die Kandidaten. Eine neue Situation für alle Beteiligten. Hallo beide Teams, ich begrüße euch. Team Gunung, wie ihr sehen könnt, Team Tarsig hat beim letzten Inselrad vor der Teamzusammenführung Eva rausgewählt. Team Gunung, Team Tarsig. Bisher wart ihr Konkurrenten. Doch aus Feinden können Freunde werden. Jetzt kommt es zur Teamzusammenführung. Auf der neuen Insel werdet ihr auch weiterhin aufeinander angewiesen sein. Bei den Challenges allerdings seid ihr ab jetzt auf euch alleine gestellt. Diesen Spagat müsst ihr jetzt bewältigen. Und jetzt ist es soweit. Aus 2 Teams wird ein neues. Bitte, gebt mir eure Teamfarben. Ab sofort seid ihr Team API. API steht für Feuer. Und ihr wisst, Feuer bedeutet Leben. Und vor allen Dingen hier bedeutet Feuer Überleben. Und ab sofort ist jeder für sein eigenes Überleben persönlich verantwortlich. Bitte, jeder nimmt sich seine neue Teamfarbe. Ab sofort seid ihr Team API. In der heutigen Challenge kämpft zum ersten Mal jeder gegen jeden. Jeder von euch muss versuchen, einen Ring über diesen Stab zu werfen und zu sich heranzuziehen. Die ersten 6, denen das gelingt, kommen in die nächste Runde. Den weiteren 3, denen das gelingt, kommen in die Schlussrunde und werden dort um den Sieg gegeneinander antreten. Zum Schluss werden wir einen Sieger haben. Der Sieger darf mit diesem Jetski zu eurer neuen Heimat, zu dieser Insel fahren. Ich finde es super, dass jetzt mal so eine andere Phase angefangen hat. Obwohl mir es natürlich riesen Spaß gemacht hat mit dem Team, können wir jetzt mal zeigen, was einzeln in uns steckt. Und insofern freue ich mich drauf. Team API, seid ihr fertig? Ja! Und los! Keiner Erfolg gehabt beim ersten Wurf. Und Erfolg für Bilgi. Jetzt heißt es, den Stab zu sich zu ziehen. Diesen Stab kann Bilgi jetzt keiner mehr nehmen. Und auch Erfolg für Eike. Sonja, ihr müsst den Stab zu euch heranziehen und dann bitte in den Händen halten. Hendrik, auch er zieht jetzt den Stab zu sich heran. 2 Plätze haben wir noch zu vergeben und es kämpfen noch Arno und Andreas, Stolli und Volker. Unsere starken Männer. Scheinbar nicht eure Stärke hier, dieses Spiel. Wobei, bei Arno hat es jetzt funktioniert. Seid ihr alle schon fertig? Ja. Einer hat es jetzt geschafft, nämlich Stolli. Jetzt heißt es noch, den Stab zu dir heranzuziehen, Stolli. Alle bitte euren Stab zeigen. Es ziehen ein in die nächste Runde. Hendrik, Bilgi, Stolli, Arno, Eike und Sonja. Bitte schön, tretet nach vorne.
auf zur nächsten Runde. 2 Frauen und 4 Männer sind noch im Rennen. Nur 3 von euch können in die nächste Runde einziehen. Und los! Und der erste Wurf direkt erfolgreich von Sonja. Der erste Platz ist vergeben. 2 weitere sind noch im Rennen. Stolli gegen Arno und Hendrik gegen Bilgi. Auch der war knapp. Und Hendrik ist erfolgreich. Somit Zweikampf zwischen Stolli und Arno. Und Stolli wahrt seine Chance auf den Sieg. Jawohl, der dritte und letzte Stock. Okay, zeigt eure Stäbe. Wer ist eine Runde weiter? In der Schlussrunde spielen gegeneinander Hendrik, Stolli und Sonja. Okay, eine Runde weiter bitte. Wer von euch 3 darf sich als erstes auf sein neues Zuhause freuen? Ich. Seid ihr fertig? Ja. Okay, und los! Im ersten Wurf erfolgreich war Sonja! Ich. Sonja, herzlichen Glückwunsch. Du hast 10 Mitstreiter hinter dir gelassen. Und dein Preis? Bitteschön. Dankeschön. Dein Schlüssel zu einem Jetski. Dieses Jetski wird dich zu deiner neuen Heimat dort hinter dir bringen. Zu eurer neuen Insel. Hört sich Okay. gut an. Und damit du nicht ganz so viel Langeweile unterwegs hast, darfst du dir 5 Personen aussuchen, die dich begleiten werden. Ich halt's nicht aus. Und Sonja, Moment, überlege gut. Ihr seid zwar jetzt ein Team, aber ihr seid auch Gegner. Ja, wer will? Ja! Okay, also nehme ich auf jeden Fall Hendrik und Stolli, weil wir waren hier hinten. Philipp? Ja! Volki? Na gut. Elina? Da stehen eure Jetskis. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Super geiles Gefühl gerade. Ich hatte auf jeden Fall eine Menge Glück, aber ich bin echt super glücklich und erleichtert und das kann eigentlich nur einen guten Start für mich jetzt bedeuten. Voll verkackt. So nennt man es Arschkarte, ne? Ja. Oh, Scheiße. Für einen kurzen Augenblick sind alle Strapazen vergessen. Niemand denkt an seinen Hunger oder an die bevorstehenden Einzelkämpfe. Sonja und ihre Auserwählten genießen die Fahrt auf den Jetskis. Eine Momentaufnahme des Glücks. Das erste Mal seit 27 Tagen kommt so etwas wie Urlaubsstimmung auf. So, und ihr 5, ihr kommt natürlich auch zu eurer neuen Insel. Allerdings erst ein paar Stunden später. Ihr müsst nämlich aus allen Gegenständen, die ihr sehen könnt, ein Floß bauen. Auf diesem Floß werdet ihr das gesamte Gepäck von eurem neuen Team API transportieren und dann irgendwann mal an eurer neuen Insel ankommen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir sehen uns bei der nächsten Challenge, wenn ihr denn irgendwann ankommen werdet. Okay? Macht's gut. Ja, bei dem Spiel würde ich mal sagen, haben wir so ein bisschen verkackt hier. Ja, haben natürlich die riesen Arschkarte gezogen, dass wir jetzt noch ein kleines Floß bauen dürfen, wo wir den ganzen Krempel hier mit noch transportieren dürfen. Gut, müssen wir durch. C'est la vie. So spielt das Leben. Während die einen jubelnd über das Meer rasen, muss der Rest sich sein Transportmittel erst zusammenbauen. Allein das dauert schon eine halbe Ewigkeit. Danach folgt eine stundenlange Fahrt auf dem Floß, der gnadenlosen Sonne schutzlos ausgeliefert. Die Vorfreude ist sichtlich getrübt. Meine Freude auf die neue Insel war sehr groß, wo ich aber jetzt stundenlang paddeln muss, da ist mir schon der Lust vergangen. Guck dir mal die Entfernung an. Wie sollen wir da heute noch ankommen? Ich bin lost. Schätzchen, wir übernachten heute auf See, auf Genau. Gleich bei Survivor. Für mich ist es ohne Bedeutung, Team API. Survivor.
Aus Team Gunung und Team Tarsig ist nach der Teamzusammenführung Team API geworden. Sonja hat die Preis-Challenge gewonnen und somit die Überfahrt zur neuen Insel per Jetski. Sie durfte sich 5 Teammitglieder aussuchen, die sie begleiten. Neben den ehemaligen Tarsig-Leuten hat sie sich für Elina und Stolli entschieden. Gut gelaunt erreichen sie ihre Sauber, danke. Geil! Nee! Prost zusammen! Auf Sonja! Prost! Als wir ankamen und da die Kiste mit dem kühlen Bier gesehen haben, war die Freude natürlich immens. Das ist geil! Der zurückgebliebene Rest des Teams ist gerade mal so weit, das Floß zu Wasser lassen zu können. Jetzt steht die lange, harte Überfahrt bevor. Also es ist mörderanstrengend. Wir sind am Ende unserer Kräfte, fallen heute Abend wahrscheinlich einfach nur tot um und schlafen wie die Babys. Komm, lass mal hier mal gucken, was da zu essen alles gibt. Ja. Können wir noch 2 Bäume haben wir hier schon mal. Können wir noch einen schönen Kecher draus basteln und schön die Wurzeln ernten. Oh, guck mal, wie viele Kokosnüsse. Ich bin dafür, wir fällen die Palmen, dann müssen wir da nicht hier uns eine Harakiri-Reaktion da hoch. Ja, am besten sind echt die Kokosnüsse, die unten am Boden liegen. Ja, die da oben sind, schmecken mir so komisch. Die sind unreif. Hier ist so ein Weg durch. Hier können wir vielleicht auch mal ein paar Meter einfach reingehen. Mager. Philipp hat Hunger. Ich habe echt Hunger. Aber vom Geschmack her ist die echt gut. Naja, schmeckt so ein bisschen mehlig. Nach Kartoffeln. Na gut, wir sind zu 11. Da geht schon was weg. Habt ihr eigentlich noch Reis übrig? Ja. Ihr? Einen halben Sack. Sehr gut. Und denke mal hier mit Brotfrüchten und Kokosnuss und Tapioca kommen wir auf jeden Fall erstmal eine Zeit über die Runden. Mein erster Eindruck von der neuen Insel ist eigentlich ganz gut. Ich bin froh, dass wir hier einen schönen, feinen Sandstrand haben. Ja, ich habe das ja überhaupt nicht so mitbekommen, was die anderen da machen mussten. Und als wir dann gesehen haben, wie sie hier näher rankamen an den Strand, da ist mir fast die Kinnlade runtergefallen. Richtig hardcore und es scheint echt hart gewesen zu sein. Und ich bin super froh, dass ich da nicht drauf sitzen musste. Die bereits Angekommenen haben Mitleid mit den Floßfahrern. Wir mussten auf die neue Insel ja mit einem selbstgebastelten Floß paddeln und das war extrem anstrengend in dieser heißen, brütenden Sonne. Wir mussten damit paddeln. Dazu hat das Ding eine Aquadynamik wie ein Betonpfeiler und das ganze Ding möchte ich lieber heute als morgen vergessen. Danke. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Auf Prost. Prost. Apiland. Alter Schwede. Alle sind glücklich. Die ersten Annäherungen verliefen erfolgreich. Dennoch, es ist ein Wettkampf. Strategie und Taktik spielen eine große Rolle. Für mich ist es ohne Bedeutung, Team API. Ich bin persönlich Tarsig und ich denke, das werde ich bis zum Ausscheiden bleiben. Wir 4 alten Tarsigs haben den gemeinsamen Plan, zu 4 so lange wie möglich dabei zu sein. Mein Plan wird es sein, genau zu beobachten, wo gehen die alten Gunung-Leute hin. Bei meinen Leuten war es so, dass da ein deutlicher Unterschied war zwischen, ich sag mal, Andreas und mir und jetzt den Jüngeren. Zum Beispiel der Stolli hat für meine Begriffe, also er hat einfach keinen Blick für die Dinge, die getan werden müssen. Er hat sehr krause Ideen. Wenn er irgendwas macht, zieht er einfach los und macht irgendwas so, was aber nicht abgesprochen ist. Da gab es ein bisschen Schwierigkeiten. Wie hat sich das geäußert? Ja, dass zum Beispiel auch die Versuche, ein bisschen Struktur reinzubringen, mit Unwillen aufgenommen worden. Ne? Zu viel Regeln, zu viel Gerede, ne? Das ist schon fast Stress. Ne? Ja. Es gibt immer noch eine gewisse Absprache unter den ehemaligen Tarsig-Leuten. Und
Unsere Taktik ist natürlich, rauszufinden, wo die Schwachpunkte bei den anderen liegen. Der Andreas, der ist halt immer sehr, der haut halt gleich immer so drauf. Also wenn du da irgendwas sagst, dann kriegst du gleich einen drüber gebraten. Aber wir sind da alle echt zusammengewachsen und haben uns auch auf anderer Ebene gut verstanden. Aber halt ab und zu habe ich immer noch so den Eindruck, so da kommen die gleichen Problemchen irgendwie so ein bisschen wieder. Ja, das ist echt spannend, wie es hier so weitergeht. Der Eike, der ist nochmal so ein Typ, für mich persönlich. Da kannst du 100 Gläser mit Erdbeeren hinstellen, in der Mitte steht ein mit Scheiße, der greift sich das mit Scheiße. So ist das halt, ne? Das gibt so Menschen. Weißt du? Und freut sich dann, hurra, ich habe ein Glas. Zum Beispiel Stolli. Stolli ist eigentlich ein fauler Sack. Weißt du? Ich habe gestern in den 3 Stunden Angeln mit euch beiden von euch mehr kennengelernt, als wie vom Stolli jetzt in den letzten 3 Wochen. Ja. Und dann kommt der nächste Punkt, mit wem möchte ich eigentlich hier die nächsten Wochen so gut wie möglich verbringen? Und wer bringt mir was? Mir persönlich. Von Taktik keine Spur mehr. Freimütig verrät Gunung seine Schwächen. Ja, wie gehen wir die morgige Tagesplanung an? Also wichtig ist auf jeden Fall morgen noch für die Hütte. Also ich habe mal Bock zu sehen, wie du ein paar Fische fängst, mir das beibringst und ich dann auch Fische fange. Du kannst am Morgen schon mal anfangen, mit der Axt drauf zu schlagen. Wir brauchen ja aber Köder, oder? Schnecken essen. Ja, klar. Gut, ich werde morgen früh direkt erstmal Schnecken sammeln. So ein paar Köder kriegen. Ne? Dass wir morgen auf jeden Fall schon mal ein paar Fische essen können. Die erste Hürde ist genommen. Der erste Tag als neues Team überstanden. Der Teamgedanke steht im Vordergrund. Die Challenges scheinen in weite Ferne gerückt zu sein. Im neuen Team API ist bezüglich von Struktur und Organisation im Großen und Ganzen alles in Ordnung. Also ich bin ganz gut damit zufrieden. Leute, da wir ja an sich keine Zeit zu verschwenden haben, wollte ich wenigstens noch mal ganz kurz, nur für ein paar Minuten, vielleicht, dass wir mal klären, was wir heute noch so machen können. Andreas wollte gerne angeln gehen, sicher eine tolle Sache. Hausbau steht an. Hier vielleicht den Platz ein bisschen aufräumen. Was meint ihr? Ja, zur Hütte. Ich habe mir eine Konstruktion ausgedacht. Ich kann es euch mal kurz vorstellen. Und sorry, dass ich ein bisschen streng rieche. Nee, ich habe nur Angst vor Sand. Musste ich da oben gucken. Jetzt eben habe ich gebaut mit Philipp und bei uns im Lager haben das 3 Jungs zusammen gemacht und er macht das einfach alleine und holt sich seinen Segen und macht dann den Rest. Das war irgendwie bei uns anders. Bei uns wurde dann immer jeder hat seinen Senf dazugegeben und immer mal zwischendurch kontrolliert, was der andere da gemacht hat. Philipp hat sich gleich rangemacht und alles irgendwie gebaut, was man bauen kann. Arno organisiert das Lager. Angeldreas angelt immer. Im Nachhinein frage ich mich auch immer, ob er überhaupt noch was anderes gemacht hat, außer Angeln. Sali! Was geht denn hier ab, ey? Was machst du denn? Sag mal, wo machst du das denn nicht die ganze Zeit? Ja, also ich bewege den so ein bisschen. Mit dem Fachwissen von Andreas haben wir dann insgesamt heute bombastische 29 Fische rausgeholt. Da komme ich auch gerade noch überhaupt nicht klar. Morgen jetzt erstmal rund hier. Anstatt 2 Angeln werden dann 3 oder 4 Angeln. Statt 29 Fische werden es dann 60 oder 80. Wir kriegen die Chance 90. Jahr, ne? Wir kriegen alles ausgerottet. So, jetzt muss ich echt noch ein Spiel geben, wo du hier ein Fischmesser gewinnst. Oh, der Fisch ist traumhaft. Sehr geil. Weil ich kann nur für meinen Teil sagen, dass mir die Tarsig-Leute bis zum heutigen Zeitpunkt sehr sympathisch sind und mir auch sehr überzeugend gegenübertreten. Mich hier persönlich auch aufgenommen haben, ja, so wie ich sie auch aufgenommen habe. Warum soll ich dann irgendwas gegen sie haben? Was hältst du so? Was hast du so für eine Meinung von den neuen Leuten, die jetzt hier sind? Ich komme mit den neuen Leuten wirklich auf Anhieb gut zurecht. Ich auch. Muss ich wirklich sagen. Bin da überrascht ein bisschen. Ja. Ne?
Ursprünglich wollten wir als Team die Tarsig-Leute rauswählen und wollten zusammenhalten. Aber nach der Zusammenkunft mit den Tarsig-Leuten haben sich diese für mich als sehr offen und auch als sehr sympathisch dargestellt. Wir wollen einen Vorschlag in die Runde bringen, vor allen Dingen an die Ex-Tarsig-Leute gerichtet. Und zwar geht es um Folgendes. Wir hatten mal so eine Strategie, die da hieß, wir sind Gunung, wir sind 7 Leute, wir können die Tarsig-Leute eigentlich rauswählen, wenn wir zusammenhalten. Und irgendwie, nachdem wir euch jetzt kennengelernt haben und sich das alles hier so entwickelt hat, merken wir langsam, das ist irgendwie blöd. Also wir geben unseren Gruppenkonsens damit auf und jeder kann entscheiden für sich, wen er oder meint rauswählen zu müssen, und das soll eine ganz ehrliche, persönliche Angelegenheit bleiben. Natürlich ist für uns jetzt eine neue Situation. Wir wittern so ein bisschen Morgenluft. Ich denke, man muss da sehr vorsichtig sein mit einer vorweggenommenen Euphorie. Noch hat ehemals Gunung die klare Mehrheit. Also das finde ich cool. Also es ist eine große Geste, ein gutes, großes Angebot. Vielen Dank für die sehr menschliche Entscheidung. Ja, ich glaube, das ist die ehrlichste Variante, die man nur wählen kann. Die Elina, die hatte ja heute Geburtstag, und zur Feier des Tages habe ich halt im Vorfeld schon vorgeschlagen, dass wir einen kleinen Reiskuchen für sie machen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Elina. Happy Birthday to you. Jetzt musst du anpassen. Ich habe mich total gefreut, war echt gerührt, dass die ganzen fremden Leute plötzlich so teilgenommen haben an meinem Geburtstag. Doch die Harmonie wird jäh unterbrochen. Die nächste Immunitätschallenge steht an. Ich lese mal vor. Bei eurer nächsten Challenge ist Ausdauer gefragt. Wer gut die Liege stützt, sei der Gewinn vorhergesagt. Die Einzelkämpferphase jetzt des ganzen Spiels bedeutet für mich 11 Leute, die um einen Sieg spielen. Das heißt, es gibt jetzt erstmal 10 Verlierer, einen Gewinner. Die Challenges finden ab jetzt auf anderen Inseln statt. Für Team Api bedeutet das jedes Mal eine kräftezehrende Anreise mit dem Floß. Auch in der Immunitätschallenge kann es nur einen Gewinner geben. Nur einer kann seinen eigenen Kopf retten, um im Inselrat nicht herausgewählt zu werden. Ja, ich denke schon, dass es eher so ein Kraftspiel wieder ist, wo man Ausdauer haben muss. Und gerade das Wetter macht uns heute sehr zu schaffen, es ist mega heiß. Ich rechne mir da keine guten Chancen aus. Willkommen zur Immunitätschallenge. Eure erste Nacht als Team Api liegt hinter euch. Eure erste Nacht auf der neuen Insel. Und jetzt wartet eure erste Immunitätschallenge nach der Teamzusammenführung auf euch. Heute spielt ihr zum ersten Mal um eure persönliche Immunität. Wer heute gewinnt, kann nicht rausgewählt werden. Ab heute bekommt der Sieger dieses Immunitätssymbol. Einer von euch trägt diese Kette als Zeichen seiner Unantastbarkeit. Kommen wir zur heutigen Challenge. Die Spielregeln sind einfach, die Challenge zu gewinnen leider nicht. Jeder von euch muss sich mit seinen Händen auf einer Stange abstützen. Eure Füße legt ihr auf die erste Sprosse ab. Ihr befindet euch also im Liegestütz. Im Minutentakt bekommt ihr von mir ein Kommando und müsst eure Position ändern. Zunächst müsst ihr nach der nächsten Stange greifen und dann müsst ihr eure Beine auf die nächsthöhere Sprosse legen. Wer am längsten aushält, gewinnt diese Challenge.
Das wird ganz schön schwer. Und ich glaube auch, dass hier unsere Sportstudenten und Klettermaxen im Team absolut favorisiert sind. Und bitteschön, los! Alle müssen ihre Füße auf die zweite Sprosse ablegen. Eure Zeit läuft. Und jetzt bitte die Position ändern. Greift die zweite Stange vor euch. Wow. Füße bleiben, wo sie sind. Jetzt bitte eure Füße eine Sprosse nach oben. Alle schlagen sich bis jetzt sehr tapfer. Wichtig ist, dass die Hände in der Position bleiben. Und bitte jetzt greift eine weitere Stange nach vorne. Die dritte und letzte Stange. Und die Kräfte haben Sonja, Volker, Jasmin verlassen. Die ersten 3 sind ausgeschieden. Bilgi zittert. Bilgi und Elina, 2 Frauen noch im Rennen. Und Bilgi muss leider aufgeben. Letzte Position, bitte die Füße eine Sprosse höher. Dies ist eure Endposition. Wer hält am längsten durch? Und bitte die Beine nicht an den Sprossen ablegen. Jetzt erwischt es Elina. 6 Männer sind noch im Rennen. Und Philipp fightet. Eike ganz konzentriert. Hendrik muss leider aufgeben. Und es erwischt Andreas. Er fällt runter. Philipp kämpft. Alle kämpfen. 4 sind noch im Rennen. Es erwischt leider Philipp. Wer hält am längsten durch? Arno, Stolli oder Eike? Arno muss leider aufgeben. Es entscheidet sich zwischen Stolli und Eike, direkt nebeneinander. Ihr kämpft um persönliche Immunität. Eike muss aufgeben. Stolli gewinnt diese Immunitätschallenge. Herzlichen Glückwunsch, Stolli! Hey, Alter, super. Sauber. Das Spiel war sauhart. Ich dachte irgendwie, es wäre nicht ganz so hart, weil man gegen Männer antritt, aber es war wirklich knüppelhart. Also Hut ab vom Stollentier, der es so lange durchgehalten hatte. Noch ahnt Elina nicht, dass Stolli sie ein weiteres Mal überraschen wird. Was ein schweißtreibender Kampf von allen. Vor allen Dingen zum Schluss zwischen Arno, Eike und Stolli. Doch ihr wisst, mittlerweile ist nur noch einen Sieger. Und der heißt in diesem Fall Stolli. Herzlichen Glückwunsch, du gewinnst diese Immunitätschallenge. Aber aus dem Grund sehe ich mich da gezwungen, für mich persönlich jemanden aus meiner ehemaligen Gruppe abzulösen. Survivor. Stolli gewinnt als erster die persönliche Immunität nach der Teamzusammenführung. Dein persönliches Immunitätssymbol. Als Geschenk des gesamten Teams für jemanden, der heute Geburtstag hat. Elli, kommst du bitte vor? Vielen Dank. Okay. Wow, was für eine Geste. Stolli, du hast deine Immunität abgegeben. Das bedeutet, sie braucht keine Angst zu haben beim nächsten Inselrad. Du vielleicht schon. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Ich sehe das gesamte Team API beim nächsten Inselrad. Ihr könntet zurück an euren neuen Strand. Ich halte die persönliche Immunität für noch nicht so wichtig. Wir sind 11 Leute, klar, es kann jeden treffen. Aber ich bin guter Dinge, dass ich da diese Runde überstehen werde. Hoffentlich irrt Stolli nicht. Vielleicht hätte er seine Immunität im Inselrad gut selbst gebrauchen können. Die Einigkeit von gestern ist vergessen. Das Intrigenschmieden vor dem Inselrad hat begonnen. Ich finde einfach, Eike
und Stolli sind keine guten Teamspieler. Das sind keine Menschen, die sich gut in eine Gruppe integrieren können. Speziell der Stolli ist jemand, der permanent an seinen eigenen Vorteil interessiert ist, der permanent Dinge tut, die nicht der Allgemeinheit dienen, sondern in erster Linie sich selber. Und ganz ehrlich, wenn alle sagen, so, wir fangen jetzt irgendwann was zu arbeiten, alle springen auf und fangen an und der geht sich die Haare waschen, das machen wir als Frauen nicht mal. Und da hört bei mir echt alles auf, da schlagen wir die Placken ein. Herr Stolli und Eike sind meiner Erachtung nach eben Menschen, die nicht so sehr in dieses Teambild passen, was hier gerade zusammengefunden hat. Ja, es gibt noch keine genauen Absprachen, wer es letztendlich wird, aber ich denke, einer von beiden wird es auf jeden Fall werden. Also wir fangen bei 0 an und jeder entscheidet für sich. Für uns ist halt cool, weil wir einfach nochmal das Gefühl haben, nochmal eine Chance zu kriegen halt, die wir uns vorher nicht ausgemalt hatten. So kann man halt auch mehr oder weniger mitentscheiden, dass vielleicht nicht der sympathischste irgendwie in gewisser Art und Weise das Ding letztendlich gewinnt, sondern vielleicht auch irgendwie der Beste. Also meine Strategie ist, ich gehe da rein und was mir als erstes einfällt, schreibe ich auf den Zettel. Ich bin mir sicher, dass es keine Absprachen geben wird. Auch Andreas und seine Gruppe, die es ja in dem Sinne mal gegeben hat, in diesem Team Genung, wird es so meiner Meinung nach nicht mehr geben. Da vertraue ich drauf. Also bei mir hat sich einfach so ergeben, dass ich mich durch die Loslösung von unserem ersten Plan mit der Gruppe und durch die Gedanken, die ich mir selber auch gemacht habe, ich wieder ganz nah bei meiner eigenen Wahrheit bin. In dieser Wahrheit bin ich beim Eike gelandet. Ja. Und wenn ich hier einen wählen muss, dann muss ich auch sagen, ist der mir so ein bisschen, ich kann ihn auch nicht packen. Und der Stolli, der ist auch ein netter Kerl, aber ich finde, er tut halt manchmal ein bisschen wenig und er hat wenig Themen hier, mit denen ich Berührung finde. Ne? Aber aus dem Grund sehe ich mich da gezwungen, für mich persönlich, jemanden aus meiner ehemaligen Gruppe abzulösen. Ich habe den Andreas jetzt als einen sehr ehrlichen und direkten Menschen erlebt, auch sehr harmoniebedürftigen. Und ich glaube nicht, dass er sich da noch mal absprechen will. Und dadurch, dass jetzt wieder alles offen ist, dass jetzt quasi jeder wieder jeden aus irgendwelchen persönlichen Motiven wählen kann, ohne sich da irgendwie welchen Grüppchen anzuschließen, ist natürlich meine Chance, bis zum Schluss zu kommen, gewachsen. Ich glaube nicht, dass sich diesmal irgendjemand abgesprochen hat im Team. Also ich glaube wirklich, dass die Stimmen breit gefächert sein werden. Wir bei Tarsig haben eigentlich immer mehr nach Harmonie gestrebt und wenn es halt eine Person gibt, die ja, diesem ganzen Schema widerspricht, dann bin ich halt dafür, dass die Person geht. Ich begrüße euch zu eurem ersten Inselrat nach der Teamzusammenführung. Wow, so viele Personen hatten wir bis jetzt noch nie beim Inselrat. Stolli, du hast dein Immunitätssymbol Elina geschenkt. Du bist, glaube ich, auch mit Elina zusammen auf dem Jetski gefahren. Habe ich da irgendetwas verpasst vielleicht? Nö, da kann ich dich beruhigen. Also, nee, in der Hinsicht brauchst du keinerlei Befürchtungen zu haben. Es ist kein Geheimnis, dass ich mich mit Elli gut verstehe. Und dass ich ihr die Immunitätskette überreiche, war für mich auch Ehrensache. Und gar kein mulmiges Gefühl für dich heute hier zu sitzen, ohne Immunität? Ich denke, jeder von uns hat in gewisser Art und Weise ein mulmiges Gefühl, überhaupt hier am Inselrat teilzunehmen. Von daher kann ich mich da auch nicht freisprechen. Eike, wie geht es dir in und mit diesem einen großen Team? Also ich finde es großartig, dass wir jetzt endlich die Leute mal kennenlernen, gegen die wir die ganze Zeit als Team Genung gekämpft haben. Und dass wir jetzt von beiden Erfahrungen quasi profitieren können, um das auf einer neuen Insel auszuprobieren, ist echt klasse. Bevor ihr jetzt gleich entscheiden werdet, denkt bitte daran. Elina besitzt persönliche Immunität. Ihr könnt Elina nicht wählen. Also, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Bilgi, bitte, du bist die Erste.
Elena. Obwohl ich ihn sehr nett und sympathisch finde, stimme ich heute Abend für Hendrik, weil er einfach momentan verständlicherweise nicht zum Kreis der mir wichtigsten Leute gehört. Arno. Stolli. Andreas. Eike. Sorry, Sonja, aber es war heute ein Lotteriespiel und leider hat es dich getroffen. Jasmin. Philipp. Sonja. Hendrik. Volker. Tut mir leid, Eike, ist nichts Persönliches, aber ich muss meine Leute schützen. Dann hole ich jetzt eure Stimmen. Hier ist eure Entscheidung. Sonja. Sonja. Hendrik. 2 Stimmen Sonja, 1 Stimme Hendrik. Eike. 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 3 Stimmen Eike, 2 Stimmen Sonja, 1 Stimme Hendrik. Eike. Eike. 5 Stimmen Eike, 2 Stimmen Sonja, 1 Stimme Hendrik. Eike, wenn auf diesem Zettel dein Name steht, musst du die Insel verlassen. Eike. Die nächste Person, die die Insel verlassen muss. Eike, kommst du bitte mit deiner Fackel nach vorne? Dein Team hat entschieden. Und du musst die Insel verlassen. Bitte, du kannst deinem Team noch etwas sagen. Ich hoffe, ihr habt noch eine coole Zeit. Fangt viel Fisch. Und ich hoffe, wir sehen uns alle nochmal. Mach's gut. Ciao. 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 Tschüss. Team Api, könnt jetzt bitte eure Fackel nehmen und zurück an euren Strand. Oh, nee. Jeder von euch darf nur 100 Gramm essen. Es wird richtig krachen, das glaube ich auch. Glaube ich auch, ja. Nämlich zum Beispiel Philipp, den erkenne ich überhaupt nicht mehr wieder. Irgendwas bahnt sich hier an, aber das wird ein richtig dickes Ding beim Voting, glaube ich auch.